Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von ATP Autoteile. Wir machen weiter mit dem ATP Golf. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass wir noch die eine oder andere Sache zu erledigen haben, dass wir noch einen zweiten Golf dazu gekauft haben, der uns einfach als Teileschlachter dienen soll. Und in diesem Video werden wir anfangen mit der Fensterdichtung, Klipse, Haltern, so das ganze Kleinvieh, sage ich jetzt einfach mal, was gewechselt werden muss, was einfach nicht cool aussah. Um euch das Ganze nochmal ganz kurz zu zeigen, Fensterdichtung meine ich, diese hier, die sieht einfach nicht cool aus. So, ich habe das Auto jetzt auf die Bühne genommen, damit ich hier nicht im Sitzen irgendwie arbeiten muss. Jetzt kann ich nämlich hier ganz entspannt aufmachen, die Türverkleidung abschrauben und mich um die Dichtung kümmern. Und damit fangen wir jetzt an. Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst gerne ein Like, ein Abo oder jetzt schon ein Kommentar da. Freunde, wir geben Gas. Das ging relativ fix. Wenn man nicht darauf achten muss, dass es verbiegt, geht es relativ schnell. Man muss dazu eigentlich auch gar nicht viel wegbauen. Ich habe fälschlicherweise die Schrauben hier gelöst, die hätte man gar nicht lösen müssen, deswegen hatte ich die eine auch noch drin. Auf jeden Fall muss man hier eine Schraube lösen, hier eine Schraube lösen, dann kann man quasi das Stück hier rausholen, die Scheibe lösen, dass die rauskommen und dann kann man das Ganze raushebeln. So viel zum Teil, was raus muss. Jetzt müssen wir es aus dem Schlachter rausholen und den fahre ich jetzt erstmal hier rein und stelle die Heizung eine Viertelstunde davor, damit es weich wird, weil das Auto das Auto stand jetzt 2 Tage draußen, damit es einfach warmer ist oder wärmer ist. Ihr wisst ja, Gummi, weich, flexibel, hart, eher spröde. Deshalb lassen wir jetzt mal den ATP Golf hoch, stellen den Schlachter drunter und dann stellen wir die Heizung dagegen. Ich habe das Ganze jetzt erwärmt und außerdem noch mit Silikonspray eingesprüht, damit wir einfach die Hoffnung haben, dass es sich leichter lösen lässt. Das Ganze werden wir jetzt machen. Ich stelle die Kamera auf und ihr seid live dabei. Wir spielen jetzt auch keine Musik über, weil wenn es scheiße läuft, dann will ich, dass ihr meine Reaktion seht. Wo fangen wir am besten an? Von hier oder von da? Ich bin ein bisschen nervös. Das kostet halt richtig Geld, diese Dichtung, gell? Scheißdreck machen. Die hebt natürlich wie Sau, ey. Die war noch nie weg. Sieht schon mal gut aus. Okay. Rausbekommen, ohne zu verbiegen. Perfekt. Das hat Gott sei Dank super funktioniert. Ist noch ganz, hier ist minimal, aber das sieht man nachher nicht. Das kann ich aber hier noch ein bisschen zurechtdrücken und dann passt das. Ich werde jetzt
die alte wieder in den Schlachter einbauen, damit ich die Scheibe wieder einsetzen kann, damit das Auto dann auch mal draußen stehen kann, wenn es regnet, weil jetzt hier drinnen die ganze Zeit unter dem ATP Golf ergibt wenig Sinn. Also baue ich das schnell ein, stelle den wieder beiseite und dann machen wir die neue alte in den ATP Golf rein. Die Türdichtung ist drinnen und ich bin so glücklich, dass die gerade drin ist. Das ist natürlich nicht das Einzige, was wir in diesem Video machen müssen. Ich will auch motorraumtechnisch noch ein paar Sachen einbauen, denn frag mich nicht wieso, aber ich hatte nie Scheibenwischer drin, genauso wie den Halter für den Innenraumfilter war auch nicht drin, habe ich gerade gesehen. Warum auch immer. Das Ganze werden wir jetzt einbauen, damit wir vorne rum weg sind. Dann habe ich die Türdichtungen, die ringsrum um die Türen sind, habe ich auch noch weggebaut. Die werden wir auch noch einsetzen, dass wir Dichtungen, das ganze Zeug, alles abhaken können. Das ist der Plan für jetzt. Dann habe ich auch die Sommerfelgen wieder geholt, weil ich kann diesen Anblick mit den Standfelgen nicht mehr ertragen. Aber da verlieren 2 Stück Luft, habe ich jetzt gesehen. Auf die Suche begeben wir uns auch noch. Jetzt machen wir erstmal vorne alles wieder rein, machen dann die Scheibenwischer wieder rein, damit das auf jeden Fall für den TÜV schon erledigt ist, weil Scheibenwischer in Deutschland brauchen wir für den TÜV. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe jetzt hier Schläuche gebraucht, weil einer abgebrochen ist und so weiter und so hier und da und hier und überall und alles. Schauen Sie aus. Hätte man das wieder neu gekauft, inklusive Fensterdichtung und allem, wäre das alles schon wieder viel teurer gewesen als das ganze Auto. Also ich sag euch, so ein Schlachter ergibt oft Sinn. Jetzt haben wir den Scheibenwischer eingebaut, müssen wir testen, ob der natürlich auch geht. Und? Hey. Oh. Hey, geht gar nichts. Warum nicht? Machen wir das Auto mal an. Ah ja, jetzt geht er. Sehr gut. Geht auf eine Stufe. Das heißt, die Scheibenwischerarme können auch drauf. Die machen wir jetzt erstmal nur drauf, weil die will ich auf jeden Fall noch lackieren. Die sehen nicht so cool aus. Und natürlich auch eine Seite schwarz matt und eine Seite schwarz glanz. Aber jetzt machen wir sie mal drauf. Ich habe jetzt meine Scheibe ein bisschen mit Scheibenreiniger eingesprüht und jetzt gucken wir mal. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Gut, Scheibenwischer, in dem Fall auch abgehakt. Wir brauchen noch einen neuen Innenraumfilter. Und dann können wir jetzt mal die Dichtung reinmachen und uns um die Felgen kümmern. Wie gesagt, die verlieren Luft. Die verlieren auch ein bisschen. Also die mit dem schwarz-matten Bett, die verlieren die Luft. Da müssen wir mal gucken, ob die Ventile vielleicht kacke sind. Ich habe noch gebrauchte da, weil die haben nämlich eine 8,3 mm Bohrung, glaube ich, und keine 11er Bohrung. Okay, heißt aber für uns, hier vorne am Motorraum ist soweit alles gut, bis auf den Innenraumfilter. Nächster Tag, wir haben soweit, also wir haben jetzt schon richtig viel am Golf wieder erledigt, was auch wichtig für den TÜV ist, muss man auch einfach dazu sagen. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall gerne in diesem Video noch die Felgen drauf machen. So, jetzt ist es so, als ich die Felgen aus dem Lager geholt habe, habe ich gemerkt, dass die hier mit dem Glanzbett, was ja quasi für die Schwarz-Matt-Seite sind, die Luft perfekt ist in den Rädern.
Und die Räder, was für die Schwarz-Glanz-Seite sind, haben die Luft nicht gehalten, quasi mit dem schwarz-matten Tiefbett. So, und ich möchte das Ganze jetzt mit euch angehen, um euch einfach zu zeigen, wie man das, wie man das einfach kostengünstig testen kann, ohne dafür in die Werkstatt gleich gehen zu müssen, damit die einem eine Rechnung schreiben von wegen Reifen kaputt oder sonst irgendwas. Deshalb gehen wir jetzt erstmal richtig Druck auf die Räder. Ich gebe im Regelfall immer so, ja, gute 3-4 Bar einfach drauf, damit einfach wirklich genügend Druck auf den Rädern drauf ist, um dann zu gucken, wo die Luft herkommt. Weil bei zweiteiligen Felgen kann es natürlich sein, an der Verbindung des Außen- und Innenbett oder halt im allerbesten Fall einfach nur das Ventil. Im Prinzip ist ganz einfach. Wie gesagt, einfach Druck drauf geben und dann nehme ich jetzt dafür einfach mal hier den Scheibenreiniger von Sonax, sprühe einmal die Felge hier von außen ab. Also auch gerne einfach mal hier ringsrum ums Felgenhorn, nicht dass da irgendwas undicht sein könnte, und dann einfach mal die komplette Felge einsprühen und warten und beobachten, ob man irgendwo sieht, dass es Bläschen schlägt, dass sich Bläschen bilden, und da wissen wir ja, okay, die Luft wird da entweichen. So. Und dann ist es einfach ein Zeitspiel. Dann muss man einfach beobachten und warten, dass irgendwo Bläschen kommen. Wenn nicht, ist schlecht. Aber im Regelfall müsste, wenn wir ja irgendwo eine Undichtigkeit haben, es anfangen, Bläschen zu schlagen. Okay, sieht hier schon mal nicht so aus, dass es von außen irgendwo sein könnte. Doch. Interessant. Seht ihr das? So, das heißt, dass da die Dichtfläche zwischen Außenbett und Felgen-Innenbett nicht hundertprozentig dicht ist. Weil hier kommen die Bläschen. Okay, jetzt nicht mehr. Das ist aber auch komisch. Aber hier auch. Seht ihr das? Hier kann man es jetzt beobachten. Okay. Das heißt, wir wissen, weil zwischen Außenbett und Innenbett ist ein Dichtring, dass da entweder die Fläche nicht richtig plan ist, es ist halt eine Planfläche, das muss ja abdichten, oder dass im schlimmsten Fall der Dichtring hinüber ist. So. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, die hintere Felge, das ist nämlich eine 9,5er mit dem großen Tiefbett, ist hier undicht und hier an der Stelle undicht. Das heißt, Luft ablassen, Reifen runter und uns mal die Dichtfläche angucken. Das Ganze werden wir jetzt noch mit der vorderen Felge auch noch machen. Auch die vordere Felge ist nun eingesprüht und wir sehen hier eine Blasenbildung. Das heißt, beide Felgen auseinanderbauen, gucken, woran es liegt, ob es am Dichtring liegt oder ob es, wie gesagt, an der Planfläche liegt. Jetzt machen wir erstmal die Reifen runter und dann die Felge auseinander. Habe ich nicht so Bock drauf, aber muss ja gemacht werden. Ich habe die Felge jetzt mal auseinandergebaut, habe mir hier aber vorher markiert, wo die Luft rauskam. Das heißt, jetzt kann man einmal das Außenbett wegmachen und dann mal schauen. Weil eigentlich, okay, das könnte natürlich schon ein Indiz sein, dass man das nicht weggemacht hat. Ah. Ja, das kann natürlich sein, dass er hier die Luft durchgelassen hat, weil dann die Planfläche nicht mehr gegeben ist. Die Dichtung an sich sieht gut aus. Weil die Dichtung an sich sieht wirklich
gut aus. Was ich jetzt machen werde, ist einfach mal die Dichtung kurz rausnehmen und dann mit einem Schleifvlies drüber gehen, damit hier auch die ganzen Überstände weg sind. Und dann wieder zusammenbauen und hoffen, dass er dicht macht. So, ich habe Dichtfläche, Felge einmal sauber gemacht und auch von hier. Das heißt, ich baue jetzt die Felge schnell wieder zusammen. Dann machen wir den Reifen drauf und hoffen, dass es dicht ist. Und dann müssen wir die andere Felge auch noch natürlich machen. Also wir haben einen 50% Erfolg. Die vordere Felge, die liegt da hinten, die ist abgedichtet, das passt, aber die hintere habe ich genau dasselbe gemacht, alles dicht gemacht, aber die verliert immer noch Luft. Ich werde jetzt mal schauen, ob wir einen neuen Silikon-Dichtring bekommen oder ob ich einfach eine Dichtnaht ziehen werde. Ich glaube, das ergibt einfach am meisten Sinn, weil ich habe jetzt mal ganz kurz im Internet nachgelesen und viele schreiben, man bekommt diesen Dichtring nicht einzeln. Ja, nichtsdestotrotz haben wir in diesem Video doch einiges geschafft. Und eigentlich ist auch schon viel mehr passiert, aber das können wir euch erst in den nächsten Videos zeigen. Auf jeden Fall können wir abhaken. Fensterdichtung, Klipse und Halter und Kleinzeug. So, Felgen mache ich jetzt hier mal nochmal einen extra Punkt. Das hatten wir ja nicht auf der Agenda, als wir das letzte Mal unsere Liste gemacht haben, was zu erledigen ist. Jetzt fehlt da noch nur noch der große Spiegel und der Rest vom Innenraum und TÜV. Weil, ich muss euch was gestehen, ich habe off-cam die Endrohre schon dran gemacht. Die seht ihr hier, das passt jetzt ganz gut. Jetzt haben wir 100 mm Endrohre an unserem wunderschönen, geilen ATP Golf. So viel zum Thema kleine Reparaturen und TÜV-Arbeiten. Tatsächlich muss jetzt das Fahrwerk noch einen Zentimeter hoch, aber ich denke, ihr wisst alle, wie man Fahrwerk hochschraubt. Ansonsten kann der jetzt dann zum TÜV. Wir haben jetzt Scheibenwischer, wir haben die Türdichtung, wir haben die Fensterdichtung, sieht gut aus. Jetzt fehlt natürlich noch unser rechts großer Spiegel. Ich weiß, viele von euch haben geschrieben, ihr hättet lieber einen kleinen Spiegel genommen. Ich tatsächlich finde zum Fahren den großen Spiegel einfach besser und ich glaube, optisch sieht das auch nicht doof aus. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, falls jemand von euch Erfahrung hat mit den Realfelgen zum Abdichten oder weiß, ob man diesen Silikon-Dichtring einzeln bekommt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann wissen wir vielleicht, wo wir das Ganze besorgen können. Was ich gerade auf der Liste sehe, ist Car-HiFi. Vielleicht kümmern wir uns da im nächsten Video darum. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, vergisst nicht, ein Like dazulassen, vergisst nicht, einen Kommentar dazulassen und vergisst nicht zu hypen. Die neue Funktion auf YouTube, einfach in der Kommentarsektion rechts rüberwischen, dann könnt ihr hypen. Das sind eure Hausaufgaben und meine Hausaufgaben, schnell Lösungen zu finden, um die Felgen abzudichten. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, macht es gut und ciao.